Wir sind hier heute auf der Baustelle mit einem Axion 870, 300 PS und der neuen MTL, die bis 300 PS freigegeben ist. Julius Baus mein Name, bin der Geschäftsführer der M&R Wegebau GmbH. Wir sind ein reiner Wegebaubetrieb, machen Wirtschaftswege und Parkanlagen, sind häufig in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen unterwegs. Wir haben 2 Kolonnen, jeder ist mit einer Wegefräse und einem Steinbrecher ausgestattet, zusätzlich einem Wegehobel und einem Plattenverdichter zum Profilieren und Verdichten. Wir sind hier heute an einem Wirtschaftsweg, der innerstädtisch ist, den wir jetzt fräsen, profilieren und verdichten werden. Wir haben seit circa einem Jahr schon eine FAE MTL und haben uns jetzt für noch eine entschieden, die wir heute in Ersteinsatz bringen. Ja, die alte Maschine, die wir jetzt seit circa einem Jahr haben, hat ungefähr 500-600 Stunden im Jahr gemacht, circa 150 Kilometer und lief sehr gut. Deswegen haben wir uns für eine zusätzliche entschieden. Mit der bisherigen Maschine waren wir ganz normal in wassergebundener Wegedecke. Zudem sind wir auch in Asphalt gegangen und haben auch normale Sandwege damit gefräst. Ja, der große Vorteil der Maschine ist bei der Baustelle hier durch den hydraulisch verstellbaren Rotor, den du bei den Gullis hochziehen kannst und drüber wegfahren kannst und dementsprechend wieder langsam auf deine gewünschte Tiefe reinfahren kannst. Die Maschine hat eine Gegenschneider aus Hardox, die haben wir auf 32 mm eingestellt, einen Kamm in der Heckklappe und der sortiert die Steine grob nach unten, fein nach oben, um eine vernünftige Verschleißschicht herzustellen. Je nach Frästiefe und Gegebenheit fahren wir zwischen 0,8 und 3,5 km/h. Bei der ersten MTL waren wir sehr überzeugt mit dem hydraulischen Rotor und dem hohen Durchsatz der Maschine. Zuvor habe ich nur mit Steinbrecher gearbeitet, diese haben die Körnung zerstört und diese MTL mischt einfach super und bricht das, was sie soll. Darum haben wir uns für eine zweite entschieden. Ja, wir als Wegebauer brauchen hohe Schlagkraft, geringen Verschleiß, präzise und gute Arbeit. Dafür brauchen wir einfach die richtige Maschine.